Ganz schön verstörend, finde ich. Cube of Truth nennt sich dieser Protest. Die Maskierten zeigen Bilder aus der Tierindustrie. Hier an der Frankfurter Hauptwache sind mir diese Aktionen schon öfter aufgefallen. Ich bin Joelle und ich will wissen, was sind das für Menschen, die sich hinter den Masken verbergen? Was genau treibt sie an? Und wie weit würden sie wirklich für ihre Ideale gehen? Ja? Okay, aber ich brauche mal trotzdem zwei Das Leute, ist die Tom. in den Tube gehen. Wollt ihr beiden rein? Welche beiden müssen ausgetauscht werden? Okay, einmal der Sander. Er ist hier in Frankfurt quasi der Kopf der Gruppe. Activists for the Victims nennen sie sich. Sie stünden für friedlichen Protest. Nur legale Sachen, sagt mir Tom. Es gibt ja so viel Ungerechtigkeit auf der Welt, ne? Es gibt richtig viele schlimme Sachen. Warum gerade das Thema? Also ungefähr das 10-fache aller Menschen auf dem Planeten töten wir jedes Jahr in Landtieren. Nur in Landtieren. Dazu kommen noch mal Meerestiere. Und da sind die Zahlen so abnormal hoch, dass man die eigentlich nur noch in Tonnen schätzen kann. Und das ist natürlich ein Ausmaß von Zerstörung und von Ungerechtigkeit Lebewesen gegenüber, die keine Stimme besitzen, die sich nicht stark machen können von sich selbst aus, die das nicht... Ja, die einfach nicht gehört werden von uns, weil schreien tun die natürlich. Deswegen ist es so ein Stück weit der Aktivismus, den ich mir jetzt persönlich ausgesucht habe oder den wir uns auch ausgesucht haben. Sie wollen Nutztierhaltung komplett abschaffen. Daher die brutalen Bilder. Am liebsten würde ich weggucken. Das sehe ich natürlich jetzt alle 2 Wochen, zweimal die Woche und ich glaube, da bin ich einfach in so einer innerlichen Distanz dazu. Ja, ich glaube, viel schlimmer war es, als ich das erste Mal auf dem Lebenshof war und dann durch den Supermarkt gegangen bin und dann diese Tiere, die ich vorher auf dem Lebenshof so kennengelernt habe, so vor allen Dingen die Kälbchen und die Hühner und so weiter, dann plötzlich so als Leichen, als tote Tiere so im Supermarkt gesehen habe. Ich möchte noch besser verstehen, was Tom mir da gerade erzählt hat. Besser nachvollziehen, wieso man den Kampf für Tierrechte ins Zentrum seines Lebens stellt. Daher folge ich seinem Rat und will mit Mitgliedern von Activists for the Victims auf einen Lebenshof fahren. Die sogenannte Community im Odenwald. 50 ausgediente Nutztiere, die sonst längst tot wären, dürfen hier auf dem Hof von Rina und Vivian weiterleben. Hier will ich mich ein paar Tage nützlich machen. Morgen sollen 2 neue Schafe kommen aus einer Tiernotrettung. Dafür muss der Stall vorbereitet werden. Eine Aue? Eine Aue, ja, so heißt es. Wusste ich auch nicht. Gut, dann... Was kann ich tun? Ich glaube, ich brauche vorher noch ein paar Spachteln, weil wir müssen kratzen. Hier ist ein Kratzer noch, hier ist ein kleiner. Nee, so für die Wand. Mehrere Aktivisten helfen heute hier mit. Bleibt der Mist da drin oder kommt die Kaki? Kaki kommt raus, oder? Leider ist der Anhänger komplett voll. Ja. Vivi muss erst... Ach, der ist voll? Ja, okay. Der Vivi muss erst wegfahren. Deswegen, wir schieben es jetzt erstmal zusammen, sodass wir Platz haben. Und dann tun wir das da raus, rüber. spachteln die Wände ab. Genau. Du bewegst dich hier auf jeden Fall schon sehr viel vertrauter als ich. Ja. Das merkt man. Wie oft bist du so hier? So 1-, 2-mal im Monat, also im Sommer häufiger. Karin ist Sportwissenschaftlerin und Vollblutaktivistin. Sie investiert täglich Stunden in die Sache, vor allem in den sozialen Medien. Und sie lebt seit Jahren vegan. Heißt, dann bist du erstmal vegan geworden. Aber es ist ja schon nochmal, finde ich, so ein anderer Schritt von ich bin jetzt vegan zu ich bin jetzt auch Aktivistin. Ja, ich weiß noch, als ich das erste Mal nach dieser Entscheidung im Supermarkt stand und dachte, boah, was kaufe ich denn jetzt ein? Ich war wirklich so ein bisschen verloren, ja. Und habe mir dann aber Hilfe gesucht, indem ich eben den Kontakt gesucht habe zu den Leuten, die schon länger vegan sind. Und da war einer auch mit dabei, der im Aktivismus tätig war.
Und dann habe ich gesagt, kann ich mal mitkommen? Und so bin ich dann im Winter 2018 das erste Mal mit zu dem Cube of Truth gegangen und habe da dann wieder ganz viele Leute kennengelernt. Und so bin ich dann da regelmäßig dabei gewesen. Und es war wirklich ein tolles Gefühl, einfach so mit so vielen Gleichgesinnten und für so eine gute Sache sich einzusetzen. So fing das an. Genau. Ja, und seitdem gebe ich irgendwie, was ich kann. Karin ist selbstständig und nimmt sich jeden Tag mindestens 2 Stunden Zeit, um auf das Leid der Nutztiere aufmerksam zu machen. Muss das dann so richtig alles weg sein hier? Ah ja. Karin, was ist denn für dich so der Unterschied, wenn du jetzt hier bist oder beim Cube zum Beispiel? Also fühlt sich das anders an? Total. Inwiefern? Ja. Weil hier ist wirklich so eine friedliche Oase. Weil du halt umgeben bist von Menschen, die genau meine Werte teilen. Und im Cube ist es ja eher so, da bist du in der Minderheit. Also bist du ein ganz kleiner Teil. Und weil du eher mitten in der Gesellschaft bist, die omnivor unterwegs ist, die tierische Produkte konsumiert. Und daher eher die Aufklärung im Vordergrund steht. Und das ist ganz anders. Also es ist eher anstrengend. Ja. Das kostet mich sehr viel Energie. Ja. Und hier ziehe ich Energie raus. Also hier tanke ich Energie. Ja. Obwohl es körperlich anstrengend ist. Ich tanke Energie. Es gibt mir einfach sehr viel. Bist du gar nicht müde, wenn du so beim Aldi bist oder so und du siehst, was die anderen Leute alle Doch, einkaufen total. und du denkst, ich verbringe hier jeden Tag irgendwie 2 Stunden damit und will das eigentlich... Oder was willst du denn? Was ist denn dein Ziel? Ja, die Menschen zu einem bewussteren Handeln animieren oder aufklären, wie gesagt, dass sie bessere Entscheidungen treffen beim nächsten Einkauf. Das ist das Ziel. Man sieht das ja auch, es ändert sich ja schon. Das ist ein Riesenerfolg. Wenn man sieht, wie war es vor 5 Jahren in den Supermärkten, wie ist es heute. Das ist ein großer Erfolg, der da stattfindet, was das Angebot betrifft. Tatsächlich konsumieren neuesten Studien zufolge die Deutschen immer weniger Fleisch. Immer mehr Leute leben vegan. Das neben mir ist Vivian, genannt Vivi. Könnte ich eigentlich gleich nochmal den Sack holen mit Kalk? Ihm und seiner Frau Rina gehört der Hof. Sie waren früher auch beim Cube, heute haben sie dafür keine Zeit mehr. Hof, Kind, Jobs. Angefangen hat alles mit Emma. Das war ein Betrieb im Allgäu und da war eben Emma die. Emma, siehst du sie, Joel? Hier? Die hier vorne? Ja, genau. Ja. Und sie war... Hi, ja, Emma. Ja, wir reden über dich. Und sie war dann noch quasi ein Kälbchen, ein paar Wochen alt und ich habe sie mitversorgt und so. Und so Milchaustauscher gebracht und alles und habe dann irgendwie mit dem Landwirt viel auch gesprochen und habe ihn dann gefragt, was er mit der Emma macht, weil die so extra stand. Die stand halt nicht bei den anderen Kälbchen, sondern in der Box ganz alleine. Und dann hat er eben erzählt, dass sie weg muss quasi. Und dann war klar, dass sie zum Schlachter kommt. Und dann haben wir gesagt, nö. Also ich habe es eigentlich viel mehr dem Vivi gesagt, dass wir das nicht machen können. Und ja, dann war es eigentlich klar, dass wir auf sie aufpassen müssen. Das klingt Okay, komisch, also weil es was ist, was euch emotionalisiert hat. Ja. Weil ich finde es immer so interessant, wenn ich AktivistInnen kennenlerne, wie man halt dazu kommt, sich so ein spezifisches Thema so auszusuchen. Weißt du, was ich meine? Weil es gibt ja so viele schlimme Sachen auf der Welt. Dass man dann so für ein Thema so brennt. Ich hatte bis zu Emma, die für mich der Door-Opener war, für alles, habe ich überhaupt nicht gecheckt, wie viele Ungerechtigkeiten es gibt. Also ich war ein ganz normaler Konsument, würde ich sagen. Fleisch essend, Klamotten beim, keine Ahnung, wie heißt dieser Primark oder so, keine Ahnung. Das war mir alles irgendwie gar nicht so nahe. Also war auch irgendwie, alles andere ist schlimm, aber ich konsumiere okay. So war meine Sichtweise. Also Okay. so, ja, ich kaufe auch nicht in der Massentierhaltung, die alle immer so verteufeln. Das war nicht ich, also es war so abgespalten von mir. Wegignoriert. Und ja, also ich war überzeugt davon, dass ich da nicht Teil davon bin, Vivi. Ich weiß es nicht. Schönreden, keine Ahnung. Ja, ist auf jeden Fall schön reden. Und dann Wenn ich über nachhaltiges oder veganes Leben spreche, dann heißt es ja, ich versuche so wenig wie möglich Schaden anzurichten. Und wenn ich mir bewusst bin, dass das anfängt mit der Haltung und mit dem Konsum,
von denen oder mit der Haltung der von mir konsumierten Lebensmittel und geht dann weiter mit der Produktion der von mir getragenen Kleidung bis hin zum, was fahre ich für ein Auto, bis hin, wo fliege ich überhaupt in Urlaub oder lasse ich das einfach bleiben oder mache das, was weiß ich, einmal in 10 Jahren und nicht 3-mal im Jahr. Vivi und Rina haben ihr Leben komplett umgekrempelt. Sie haben den Hof vor 7 Jahren gekauft und versuchen, in jeder Hinsicht nachhaltig zu leben. So, sind die jetzt am Schlafen? Nee, die sind mit Sicherheit wach. So. Ist die Tür vorne zu, Vivi? Ja. Okay. So. Rina, wie viel Geld gibt ihr im Monat für so Futter aus? Boah, sehr viel. Im Winter ist es deutlich mehr, weil wir natürlich zukaufen müssen. Warte mal, ich hole das raus. Und das heißt? Also wir hatten 9 Kaninchen, da waren es tatsächlich 280 € die Woche oder so. Also wirklich Die Woche? echt die Woche. Nur für die Kaninchen? Ja. Nur für die Kaninchen. Für Grünkohl und den ganzen Kram. Also das glaubt kein Mensch eigentlich. Aber Das ist tatsächlich diese möglichst artgerechte Ernährung. Ja. Weil wenn ich denen jetzt zum Beispiel Trockenpellets nur geben würde, dann wären das wahrscheinlich 20 € die Woche. Aber die Kaninchen wären halt nach einem Jahr wahrscheinlich tot. na, tot vielleicht Also nicht, tot nicht, aber krank. zumindest krank. Gut, aber was wäre jetzt, wenn ihr die hier nicht genommen hättet? Dann wären sie gestorben und lange tot. Also Futter, also Essen. Ja, wären halt geschlachtet worden. Also das sind diese... Ach so, das sind quasi... Schlachthasen. Schlachthasen. Deutsche Riesen. Er hatte eine Ja. OP von einem Monat, 2. Da sieht man an der Seite, ist ein bisschen Fell, der musste rasiert werden, weil er einen Tumor hatte, der weggeschnitten wurde. Das war auch mal direkt 600 €, glaube ich, so knapp. Ja, das sind dann halt Preise. Krass. 600 € für ein Schlachtkaninchen. Als IT-Spezialist verdient Vivi zwar gut, aber trotzdem sind sie auf Spenden und Mithilfe der anderen Aktivisten angewiesen. Mal hier. Nee, B12. Familienfrühstück am nächsten Morgen. Heute haben beide frei. Rina arbeitet sonst im Krankenhaus, Vivi im Homeoffice. Mit Oma habe ich gesagt, Mama. Ach so, Entschuldigung. Entschuldigung, Meister. Oder hast du den jetzt rausgebracht? Guck mal, ich habe hier 2. Hier ist natürlich alles vegan. Kommt später, ich gebe mal so ein Mittagstief. Ich bin nämlich jetzt schon richtig. Marmelade haben wir Erdbeerquitte und Traubengelee mit Amaretto. Okay. Reinende Birne. Das ist Spezialität von meiner Mama. Du bist ja eigentlich immer beschäftigt mit Kümmern, ne? In deinem Leben. Also als Pflegerin, also im Job. Dann bist du Mama. Dann hast du die ganzen Tiere. Wenn man so sieht, stimmt. Voll krass. Also, sagt auch viel aus, finde ich, über dich. Also, dass du, weißt du, so eine Seele bist, die so... die halt gerne gibt, wahrscheinlich. Ach so. Habe ich jetzt so noch nicht drüber nachgedacht, ob ich so eine Seele bin. Kümmerst du dich auch um dich? Also ich meine, du kümmerst dich natürlich auch um alles, aber auch noch mit dem Job, wo man auch noch in so einer Care-Position ist. Zu selten. Ja, was heißt kümmern um mich? Also ich war letzte Woche beim Friseur. Das war so ein bisschen Me-Time, ja. Tatsächlich. Heute gibt's keine Me-Time. Es ist 6:30 Uhr. Ich bin einfach nur müde. Wellen. Guck, da kommt der Nachzügler. Komm, Yoshi. Vorne, glaube ich. Vorne? No. Komm. Die eine Hälfte in die Schale. Wir haben hier noch eine Schale. Wenn dich einer niederringt und dann dir die Fußnägel schneidet, ich glaube, das ist nicht so eine... Das tut dem nicht weh. Nee. 2- bis 3-mal im Jahr werden die Schwarznasen, also die größere Rasse, geschoren, weil die so schnell wachsende Wolle haben. Weißt du, alles geht jetzt. Und dann auch ziemlich belastet sind durch die Wolle. Und was macht ihr damit? Nichts. Okay. Dünger. Echt? Oh, guck mal, jetzt stehen wir auf, komm. Och, Yoshi. So, ja. Aber würdet ihr das dann okay finden, das so zu benutzen zum Beispiel, die Wolle? Also ihr benutzt sie ja eigentlich auch. Wenn Das Problem ist immer, wenn du die benutzt, steht ja nirgendwo drauf Wolle vom Lebenshof. Sondern es ist dann Wolle. ja, Und dann mache ich ja auch wiederum, ja. zeige ich, dass Wolle okay ist. Und eigentlich ist ja Wolle
alles andere als okay. Und warum ist Wolle nicht okay? Nicht bei der Wollproduktion werden ja die Schafe alles andere als freundlich behandelt. Es gibt mit Sicherheit kleine Schäfereien, die das sehr, wie unser Schäfer, sehr freundlich und sehr rücksichtsvoll macht. Aber in der Regel ist das Scheren doch relativ brutal. Das übersteigt mein Verständnis von Tierliebe nun wirklich. Wolle, die sowieso da ist, nicht zu benutzen. Wie macht ihr das eigentlich, wenn ihr mal so Urlaub machen wollt? Geht das? Urlaub haben wir eigentlich die ganzen Jahre nicht gemacht. Seit wir ein Kind haben, versuchen wir. So 5 Tage im Jahr, 4 Tage. Also die letzten 2 Jahre hatten wir dann HofvertreterInnen und wir sind dann, wie lange waren wir weg? 4 Tage, 5 Tage? 5 Tage tatsächlich, ja. 5 Tage. Ja. Seit ihr das Kind habt, wart ihr 5 Tage einmal weg? Ja. Ja. Seid ihr nicht irgendwie sehr erschöpft? Ja, könnte man. Also, ich glaube, man darf da jetzt nicht so drüber nachdenken, wie. Also, es ist halt Landwirtschaft. Und Landwirtschaft sind Tiere, die versorgt werden müssen und Arbeit, die gemacht werden muss. Es ist sehr anstrengend, aber es ist auch sehr erfüllend. Und manchmal, also es gibt Tage, da denkt man sich, oh, was haben wir für einen Scheiß gemacht? Das nächste Mal Goldfische. Oder Schildkröten. Genau. Machen wir. Das können wir nicht Irgendwie stehen. bewundere ich die beiden. Ich könnte das nicht. Immer schuften und mich so abhängig von den Tieren machen, das wäre nichts für mich. Die beiden wirken aber glücklich mit ihrer Entscheidung. Für die viele Arbeit und das bescheidene Leben. Heute kommen die beiden Schafe an, für die wir den Stall vorbereitet haben. Also der Plan ist folgender. Baby und Mama liegen ja drin. Wir nehmen das Baby raus. Einer geht seitlich in die Tür rein, nimmt das Baby, dann machen wir da auf. Und so, dass die Mutter das sieht, tragen wir, also wahrscheinlich du, das Baby schon mal rein. Und die Mutter läuft im besten Fall hinterher und wir gucken, dass sie nicht irgendwo panisch abhaut. Okay. Komm, Babyschaf. Komm, Babyschaf. Komm. Komm, Mama Schaf. Komm, Komm, lauf, Vivi, lauf vor. komm. Na komm. Komm, auf. Komm. Na komm. Ja, so ist fein. Komm. Gut gemacht, Mama. Lauf, lauf. Komm, auf. Ja. Komm rein. Da geht's rein, guck mal. Ich bin sehr froh, dass die Fahrt geklappt hat. Ich bin ganz aufgeregt und innerlich zitter ich ganz schön. Ja, Weil das kann ich ist voll immer- verstehen. Jetzt ist sie zu Hause. Die Schafe sind krank, vor allem die Mutter. Der Betrieb wollte sie nicht mehr und hat sie deshalb den Aktivisten übergeben. Hätten Rina und Vivi sie nicht genommen, wären sie geschlachtet worden. Tierrettung illegal. Aber gibt es schon auch so Rettungen, wo die das nicht so übergeben wollen? Also wo man Tiere nimmt? Also es gibt Beschlagnahmungen durchs Veterinäramt. Aber ich meine, vielleicht dann, also ich meine so illegale Aktionen. Illegale, also machen wir nicht. Also machen wir auf gar keinen Fall. Also da sind wir raus. Was andere machen, wir sind Endstelle, das kann man einfach nicht nachvollziehen oft. Also so. Aber wir sind da auch nicht beteiligt oder. Ja. Wie heißt denn die Große? Die hatte da keinen Namen. Keine Ahnung. Habt ihr einen für die Kleinen? Willst du sagen? Willst du rein? Also ich habe mir den Namen überlegt. Wir haben das aber nicht abgesprochen. Darf ich entscheiden? Ja? Dann würde ich die gerne Anne-Dore nennen. Anne-Dore? Ja, so heißt meine Oma, die ist letztes Jahr gestorben. Oh. Ja? Ist das okay? Das ist okay. Anne-Dore, süß.
Ja, danke, dass ich das machen darf. Na klar. Ein bisschen sentimental, vielleicht. Aber das war es ja, was ich hier erleben wollte. Intensiven Kontakt zu den Tieren. So, einmal. Ich will ja nachvollziehen, warum es Menschen gibt, die alles für Tiere geben. Bei der folgenden Aufgabe fällt mir das allerdings etwas schwer. Es ist mieses Wetter, es ist kalt, ich bin angestrengt. So. Wie kann man so große Sachen kacken? Und das ist noch ein mäßig großer. Dann kommt Vivi auf eine Idee, wie ich die intensive Verbindung zu den Tieren auch erleben kann. Erstmal ordentlich begrüßen. An der Seite, gell? Ja. Und Vorsicht mit deinem Kopf. So, setz dich so richtig, du musst so mit dem Hintern so richtig in die Lücke da reinziehen. Hier rein? Ja, genau. So richtig. Hast du dich mit dem Po auf den Ja, so Boden? richtig reingesetzt, ja. Oh, ja. So, genau. Das fühlt sich intensiv an. Egon schnurrt ein bisschen wie eine Katze. Es ist so absurd, das Essen. Sofort könnte er mich verletzen, macht er aber nicht. Obwohl er so groß ist, habe ich gar keine Angst. Da steht er voll drauf, der Egon. Das ist so schön. Zum Beispiel der Egon kommt ja von einem Reitbetrieb, wo Ja. er da als Kälbchen benutzt wurde zum Westernreiten. Und der hat jetzt noch Probleme mit Leuten, die mit Pferdestallklamotten zu ihm kommen. Nur mit Stallklamotten, ohne Wenn Pferd. wenn der das riecht, wird er wild. Und also völlig, ich meine, du siehst ihn ja jetzt, wie er ist, ne? Völlig entspannt. Völlig entspannt, aber das ändert sich schlagartig, wenn er nach Pferd riecht, der Besuch. Die Begegnung mit Egon hat tatsächlich was mit mir gemacht. Ja. Bis heute. Aber er riecht auch. Ja. Warum sagt ihr eigentlich Lebenshof und nicht Gnadenhof? Ja, weil wir quasi das nicht so empfinden, dass man den Tieren Gnade erteilen muss, um sie am Leben zu erhalten, sondern dass sie ein Recht drauf haben. Deswegen heißt es Lebenshof. Joel, wie fühlst du dich? Ich fühle mich crazy. Crazy. Also das ist wirklich so krass. Eben habe ich schon kurz gedacht, der ist ja zum Glück einmal so hochgesprungen, da dachte ich, oh, ich glaube, ich könnte auch weinen, so. Weil das ist für mich so anders, als diese Bilder zum Beispiel zu sehen. Ja. Es ist so anders als das, was wir da in der Hauptwache gesehen haben. Das ist so, ich weiß nicht. Jetzt vorhin meint ja noch, ich fühle mich so abgeschnitten von den Tieren. Und es ist genau das passiert, wo ich dachte, wo ich noch viel länger für brauche. Die sind die besten Aufklärer. Ja, der ist so abgefahren, weil der so sanft ist einfach. Und irgendwie so groß. Ich weiß gar nicht. Ist irgendwie abgefahren. Und so, weil der so liebevoll auch ist mit mir, ne? Wenn er dann sich so seinen Kopf um mich herum macht. Ja. Du bist jetzt Herdenmitglied. Akzeptiert. Es tut mir auch, glaube ich, mal gut, dass ich hier schon so lange sitze, weißt du? Und nicht so 2 Minuten oder mal einmal so. Das ist was ganz anderes, als einmal so zu streicheln. Ja, irgendwie. auf jeden Fall. Sich da mal so auch auf so diese Höhe zu begeben und so. Heute ist die Gruppe wieder in Frankfurt an der Hauptwache. Ich kenne jetzt einige der Aktivisten. Warte, was bauen wir hier eigentlich gerade auf? Ein Ach so, Roll-up, genau. Okay. Dann hier hochziehen und dann wird das einmal hier durchgeführt. Die Woche hat mir gezeigt, ich habe mich ein bisschen getäuscht. Das sind alles Menschen, die mitten in der Gesellschaft stehen, normale Jobs haben und sich einfach nur unheimlich viel Sorgen um die Tiere machen. Irgendwo muss das Zeug hin. Genau, richtig. So. Auch Karin, die ich auf dem Hof getroffen habe, ist wieder dabei. Wie so oft. Um die Säulen drumherum. Genau. Gut, dann desinfizieren wir mal die Masken, würde ich sagen. Meine Ablehnung vom Anfang, wegen der Masken und der schlimmen Bilder, die hat sich gelegt. Für mich fühlt es sich nicht mehr bedrohlich an. Karin, kommst du auch manchmal, wenn du eigentlich gar keinen Bock hast? Eins. Also früher war ich immer, ja, da war ich wirklich immer, auch wenn ich gar keinen Bock habe. Jetzt nehme ich schon Rücksicht auf mein Energielevel, Ja. weil das schon ziemlich dann zerrt. Und wenn ich dann einen schlechten Tag habe, also dann bleibe ich auch mal zu Hause.
Ja. Würdest du eigentlich sowas, wie wir jetzt auf dem Hof waren zusammen, könntest du dir so ein Lebensmodell auch vorstellen? Also ich für mich persönlich Ja. jetzt, das wäre für mich jetzt nichts. Nee. Warum? Nee, weil das ist so viel Verantwortung. Okay. Also ich sehe es jetzt schon mit meiner Katze, oder ich habe immer schon Haustiere gehabt, Tiere. Das ist einfach eine unheimlich große Verantwortung und wo man selber auch unheimlich zurückstecken muss, quasi. Ne? Also wie jetzt Lena und Vivi zum Beispiel, die haben, glaube ich, noch nie, seitdem sie den Hof haben, richtig Urlaub gemacht. Ja, einmal 5 Tage. Einmal, ja genau, Ja. kannst du es einfach nicht. Ne? Ja. Hier ist alles eingespielt. 4-mal im Monat treffen die sich hier. Der Cube ist ganz entspannt. Weil da kannst du, wie gesagt, wir dürfen ja nicht sprechen. Ja. Und du hast schon ein bisschen Schutz durch die Maske auch. So soll es ja auch sein, dass man dass man nicht als Individuum wahrgenommen wird, sondern als Kunstwerk sozusagen. Und der Fokus ja auf den Bildern dann liegt sozusagen. Ne? Und also ich gucke dann immer durch die Leute durch. Manchmal bleiben die stehen und reden irgendeinen Blödsinn. Ja. Oder versuchen Zum Beispiel? Ich war gerade Burger essen oder sowas. Ja. Also irgendwas. Fällt dir das manchmal schwer, dann ruhig zu bleiben? Nee, es ist, also ruhig zu bleiben nicht. Früher fiel es mir schwerer. Ja, inzwischen ist es so, ja, wegatmen. Vieles von dem, was die Aktivisten fordern, kann ich verstehen. Zum ersten Mal hatte ich so intensiven Kontakt zu Nutztieren. Und manche sind mir echt ans Herz gewachsen. Und die Vorstellung, dass die Ausbeutung und das Quälen von Nutztieren jeden Tag zigtausendfach passiert, bedrückt mich schon. Aber die ganze Welt vegan zu machen, das halte ich für unrealistisch. Darf ich mit dir sprechen? Ja, ausnahmsweise. Ausnahmsweise? Nur weil ihr es seid. Ja. Gerade liefen bei dir so Kuhbilder. Und ich habe dann versucht, mich mal so reinzufühlen und dachte, das könnte jetzt die Emma sein oder der Egon oder der Eddie, Ja. mit denen ich schon so viel Zeit verbracht habe. Und ich habe das Gefühl, ich verstehe das nur zu 15%. Diesen Transfer. Irgendwie ist es für mich immer noch so weit weg, dieses Bild. Also die Verbindung, Ja, ja. dass das dieses Tier sein könnte, mit dem, was ich heute Morgen so gestreichelt habe die ganze Zeit. Kannst du das verstehen oder denkst du, warum bist du so herzlos? Nee, es ist ja weil du halt zu dem Tier auf dem Bild keine Beziehung hast, Ja, quasi. Das ist wie wenn ein fremder Mensch irgendwie einem fremden Menschen was passiert, dann sind wir nicht so sehr betroffen, wie wenn es ein Verwandter ist oder ein Freund. Auch ich werde ab jetzt versuchen, auf tierische Produkte zu verzichten. Mal sehen, ob ich durchhalte. Auf jeden Fall wird es mir schwerfallen. was sagen Sie? Komische Menschen. Komische Menschen, Ja, die hier stehen? Warum? was erzählst du mir so? Ja, was ist das denn? Ja, die demonstrieren, die zeigen ja so Bilder von Tieren Ja. und demonstrieren quasi, dass sie das nicht gut finden, wie wir mit den Tieren umgehen. Warum für die Menschen machen sie nicht? Millionen Menschen sterben im Krieg. Warum machen sie nicht für Menschen? Wo ist die Tiere? Fänden Sie das Menschen. wichtiger für Ja, Menschen? Menschen ist sehr wichtig als Tiere. Finden Sie das gar nicht wichtig? Wichtig, okay, Ja. ist wichtig. Aber Menschen, machen wir mit Menschen, was passiert in Palästina, in Israel, in Ukraine, Russland, auch für die Menschen machen. Viele Menschen sterben, die Kinder, Frauen, die Leute hungern. Ja. Das ist okay. Ja, Menschen ist sehr wichtig. Ich verstehe, was der Mann sagt. Auch für mich war es am Anfang schwer nachzuvollziehen. Warum gerade der Kampf für Tierwohl und nicht für Menschenrechte? Jetzt verstehe ich es besser, denn der Kontakt zu den Tieren, der hat was mit mir gemacht. Eine Tieraktivistin werde ich nicht. Ich habe dafür einfach zu viele Themen im Kopf, die mich auch beschäftigen. Aber dass es Menschen gibt, die sich so stark für eine Sache machen, das beeindruckt mich schon.